Naja, ich finde es deswegen spannend, weil es uns zunächst mal alle betrifft, und zwar egal auf welcher Ebene. Also wir haben die internationale Ebene, wir haben die politische Ebene, es betrifft genauso aber auch Unternehmen wie uns Individuen, uns Menschen. Dieser Wandel ist überall. Und das Interessante ist natürlich auch, er ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt, wir können nicht darauf warten, dass dieser Wandel irgendwann aufhört und dass dann schon alles irgendwie wieder anders und stabiler werden wird. Er ist gekommen, um zu bleiben und wir müssen uns darauf einstellen. Das heißt, zunächst mal auch, wir müssen ein Mindset haben, das diesen Wandel auch begrüßen kann, das diesen Wandel attraktiv macht für uns. Wir sollten also eher in Chancen denken als in Risiken. Und gerade in der Pandemie haben wir eben auch gesehen, dass Wandel heißt, wir als Unternehmen müssen in der Lage sein, uns auf diesen Wandel einzustellen. Zukunftsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, alles das hängt davon ab, ob wir in der Lage sind, als Unternehmen uns diesem Wandel zu stellen und auch den Nutzen daraus zu ziehen. Und das Ganze vielleicht auch mit einer gewissen Freude. Und last but not least, dieser Wandel ist sehr ganzheitlich. Wir sollten als Unternehmen also nicht den Fehler machen, zu versuchen, gewisse Teile rauszulösen, zu sagen, wir machen jetzt mal digitale Transformation oder wir ändern nur unsere Organisation, ohne das Ganze im Kontext zu sehen. Dieser Wandel ist ganzheitlich und auch jede Lösung kann eigentlich nur ganzheitlich sein. Ja, wir kennen ja alle diese Change-Prozesse von früher und das waren immer Prozesse von A nach B. Und Prozesse von A nach B kann ich zerschneiden in Teilprozesse, in Teilaufgaben. Transformation ist leider anders. Transformation ist ein Prozess, der bei A startet, aber wir wissen nicht, wo B ist. Es ist der Aufbruch ins Unbekannte letzten Endes. Und trotzdem brauchen wir Leute, die diesen Prozess mitgehen und die diesen Prozess mittragen. Und wir nutzen dafür eine Technik, die wir eigentlich aus dem Spitzensport kennen, von Motivationstrainern. Motivationstrainer versuchen immer, ein gewisses Zielbild in den Sportlern zu verankern. Sie versuchen zu visualisieren, wie der Sportler einläuft, über die Ziellinie läuft, wie die Menge lostobt, wie der Name plötzlich auf der Anzeigentafel ganz oben auftaucht. Und sowas Ähnliches machen wir auch. Und wir nehmen die Marke als dieses Zielbild. Und damit machen wir ein gewisses Ziel greifbar und attraktiv und schaffen es dann eben auch Menschen in diese Transformation mitzunehmen. Und gleichzeitig haben wir mit dieser Marke eben auch die Grundlage, innerhalb des Transformationsprozesses zu kommunizieren und die Leute mitzunehmen. Wir glauben also, dass wir mit der Marke ein sehr, sehr starkes Steuerungstool haben, um diesen Transformationsprozess zu gestalten und erfolgreich zu machen. Ich glaube, da gibt es 4 Dinge, die besonders wichtig sind. Zum einen sollte die Marke eben genau aus einem solchen Zukunftsprozess heraus gedacht sein. Wir müssen also uns Gedanken darüber machen, wie unsere Zukunft, wie unser Ökosystem, unsere Umwelt, unser Umfeld aussehen könnte, um dann zu sagen, wie müssen wir darauf reagieren, um in diesem Umfeld erfolgreich sein zu können und wie müssen wir uns als Unternehmen erfolgreich aufstellen. Das ist für mich der erste Punkt, sich über dieses Ökosystem Gedanken zu machen. Als zweites würde ich sagen, es ist wichtig, eine Marke von innen heraus zu entwickeln, zu schauen, wo kommen wir her, was ist unsere Heritage, was ist unsere DNA und Marke nicht als Zukunftsbild oder als Wunschbild zu sehen, zu sagen, wir würden gerne irgendwo hinkommen, was wir aber eigentlich nicht sind als Unternehmen. Als drittes empfehlen wir immer, einen solchen Prozess interaktiv und auch integrativ zu machen. Heißt, wir müssen immer versuchen, Menschen mitzunehmen. Transformation wird scheitern, wenn wir es nicht schaffen, Menschen in diesen Prozess zu bekommen, die unsere Marke, die unser Unternehmen in die Zukunft tragen. Und wenn wir in diesem Markenprozess Menschen schon beteiligen, haben wir auch hinterher immer es leichter, die Marke später zu verankern. Und das ist dann auch mein 4. Punkt. Es ist wichtig, diese Marke, die wir dann neu geschaffen haben und die uns in die Zukunft tragen soll, zu den Menschen zu bringen. Menschen müssen verstehen, worin unsere Marke besteht, wo wir hinwollen, um diese Marke leben zu können. Und wenn wir das schaffen, dann tragen Menschen die Marke nach außen und dann helfen unsere Menschen auch, die Transformation zu meistern, weil sie das Unternehmen sozusagen in die Zukunft tragen. Und das macht eine Transformation dann erfolgreich.